This is Beyond Code. Hi und herzlich willkommen zum Beyond Code Podcast, dem Interview-Podcast mit den Machern und Experten aus der Tech-Szene. Mein Name ist Felix Becker, schön, dass du da bist. Wow, Episode 4. Vielen Dank nochmal an alle für die positiven Rückmeldungen und euer Feedback. Das hat mich wirklich riesig gefreut. Macht das gerne weiter und teilt auch diesen Podcast mit eurer Community. Heute in dem Podcast, in der 4. Episode, habe ich einen speziellen Gast, der endlich mit mir mal das Thema KI in aller Tiefe besprechen wird. Ich habe bei mir Christian Weyer, CTO von ThinkTecture AG. Er ist Public Speaker, er ist ein absoluter Experte, der sich seit 2 bis 3 Jahren in der Tiefe mit KI beschäftigt und ein absoluter, ich würde sagen, Veterane in der Softwareentwicklungs-Community und einer, der das Thema in Deutschland absolut vorantreibt. Herzlich willkommen zum Podcast. Christian, schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich schon wieder die Gänsehaut nach dieser Intro, Felix. Schön, dass es mal geklappt hat. Ja, danke für die Einladung. Ja, freue mich, dass du da bist. Auch für dich die initiale Frage. Wann hast du zum letzten Mal Code geschrieben und was war das für ein Code? Heute ist Mittwoch, ja, kurz nach Pfingsten. Das heißt, Pfingstmontag war nichts. Das heißt, gestern war Dienstag, da habe ich auch nichts gemacht, weil ich viele Calls hatte. Dann war es tatsächlich der Pfingstsonntag, auch wenn es keiner glaubt, aber es ist so. Das heißt, du schreibst in deiner Rolle als CTO wirklich noch Code und bist live am Keyboard? Ja, also ja, ist die Frage, ob man vielleicht den Begriff oder die 3 Buchstaben CTO vielleicht manchmal zu sehr über einen Kamm schert. Also ich meine, der CTO von der Deutschen Bank ist was anderes als der CTO von ThinkTecture. Da wir sowieso schon immer sehr, sehr technisch unterwegs waren und immer noch sind und sehr, sehr nah an der Technologie-Grasnarbe, muss ich mich natürlich mit den neuesten Technologien auseinandersetzen. Und da bringt es mir nichts, wenn ich nur die Dokumentation lese oder irgendwie YouTube-Video von jemand anderem mir anschaue, sondern ich muss dann hands-on machen. Ja, das ist super spannend. Ich habe letztens auf LinkedIn ein Video gesehen von einem CEO, der hat nach 10 Jahren dann auch mal wieder Code committed, dank der Hilfe von AI. Das ganze Team war vor ihm so ein bisschen im Schreck, hat gedacht, oh Gott, der will ein Feature implementieren, was kommt jetzt hier an? Aber Entspannung, also es war gar nicht so schlecht und gerade durch die Hilfe mit AI war es ihm wieder möglich, dort ein bisschen einzusteigen, näher, ich sag mal, Touchbase zu schaffen mit dem Produkt. Und viele von uns werden ja quasi mit der Digitalisierung Tech-Unternehmen oder streben das an. Aus deiner Sicht, was sollte selbst so ein CTO der Bank oder in anderen Unternehmen, wie viel mehr Tech brauchen wir oder wie viel mehr Engineering brauchen wir auch auf Management-Ebene aus deiner Sicht? Ja, das ist natürlich eine super, super schwierige Frage, weil ich glaube einfach nicht, dass wir bei den ganz vielen, vielen Schichten, wie es jetzt eine Bank oder eine Versicherung oder ein großer Industriekonzern hat, dass wir da immer von den gleichen Abstraktionsebenen und Levels und Titeln dann reden. Also ich denke mal, der CTO von einer Bank oder von einer Versicherung, naja, ich meine, mit den heutigen AI-Assisted Coding und Architekturfindungsmöglichkeiten könnten die das auch machen, aber ich weiß nicht. Also ich spreche mal mehr von so einem Mittelständler. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ein bisschen ergreifbarer, ja. Also so der typische CTO von einem ISV, also einem Independent Software Vendor, also eine Firma, die in einer Branche, in einer Nische eine Softwarelösung baut und sie dann verkauft oder vertreibt. Der sollte tunlichst sehr nah noch an der Technik sein. Ich meine, es ist ja ein CTO, ja, das T steht ja jetzt hier für Technical und spätestens mit den heutigen Möglichkeiten von AI-Assisted Tooling kann man ja auch sehr schön Ideen quasi generieren in einer kreativen Art und Weise, wo man vorher vielleicht einfach nicht die Zeit hatte, vielleicht einfach nicht die Motivation hatte oder gesagt hat, um Gottes Willen, da muss ich wieder viel zu tief rein, sondern man kann das ja quasi so im Dialog sich so erarbeiten. Also da würde ich schon sehen, dass man tief technisch sein sollte und dann auch mal Code schreibt. Das muss natürlich kein Produktivcode sein. Und wenn zum Beispiel das Produkt jetzt in Java oder in .NET geschrieben ist, dann muss man das auch nicht tun, sondern dann nimmt man vielleicht eine Sprache oder eine Umgebung, die einem halt irgendwie besser liegt, um sich auszudrücken. Ja? Aber es geht ja um dieses
grundlegende Verständnis, was ist möglich mit Programmiersprachen, was ist möglich mit der Plattform, was ist möglich mit unterschiedlichen Patterns, ja, um da halt auch nicht zu weit weg zu sein. Ja, und auch besser abschätzen zu können, wenn jetzt irgendwie vom Kundenbereich was kommt oder aus dem Mitarbeiter, dass man einfach näher den Kontakt hat. Wenn das Produkt Technik im Kern hat, dann braucht man auf jeden Fall auch Technik auf der C-Ebene. Du bist schon ein bisschen eingetaucht in das ganze KI-Thema, aber bevor wir durchstarten, wie bist du eigentlich zur Technologie gekommen? Du bist jetzt auch schon ein bisschen länger hier im Business. Wie war dein Weg zur Programmierung? Wie bist du da hingekommen? Ich bin Baujahr 74. Das heißt, wenn man da mal 10 Jahre oben drauf schlägt, sind wir im Jahr 1984. Und im Jahr 1985 habe ich dann meinen ersten Homecomputer, den Commodore C64, bekommen. Das war ja damals Goldstandard in Deutschland. Genau, und damit habe ich natürlich erstmal nur gezockt. Teilweise wirklich das ganze Wochenende durch. Also ich habe meiner Mutter gesagt, ich gehe zum Harry, das war unser Nachbar, und dann haben wir da uns am Freitagabend getroffen und am Sonntag bin ich wieder gekommen und die hat halt irgendwie gedacht, ja, ich habe halt bei ihm übernachtet und wir haben irgendwie eine schöne Zeit gehabt. Ja, wir haben aber nur gezockt, also wirklich rund um die Uhr. Also es war völlig crazy, bis ich mich dann irgendwann mal ausgezockt hatte oder satt gezockt hatte. Und dann habe ich den Joystick einfach auf die Seite gelegt. Es gab nichts mehr zu zocken. Und dann habe ich mir halt so den klassischen Werdegang halt am C64 angeguckt. Erstmal mit Basic, so ein bisschen Maschinensprache. Dann kam später dann auch schon der Amiga. Ja, da ging es dann ein bisschen mehr so Richtung Hochsprachen. Ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt, bis ich vielleicht so, weiß ich gar nicht, so 14 war oder sowas. Dann war ich ja einmal ein paar Jahre lang komplett weg von der Technik. Also ich habe immer einen Computer gehabt und habe sehr viel mit dem Computer gemacht, aber von der Programmierung war ich irgendwie weg. Da habe ich dann mehr Sport getrieben, war mehr draußen in der Freizeit, Natur. Wohne ja hier auf dem Land, also ich wohne ja noch im gleichen Haus, wo ich damals aufgewachsen bin. Das hat dann gedauert bis eigentlich kurz vor dem Studium. Ich habe dann Informatik mich eingeschrieben an der TU in Darmstadt. Also erst war es die TH, dann wurde sie konvertiert zur TU und erst dann ging es wieder los, also dann so mit 19. Ja, spannend. Also das heißt, im Studium dann auch die Informatik nochmal ausgebaut oder wirklich auch daraufhin dein Berufsziel damit eingependelt, dass du... Eigentlich wollte ich Luft- und Raumfahrttechnik studieren. Aber das war relativ simpel, dafür war ich zu dumm. Also dafür war ich dann im Endeffekt in Mathe zu schlecht und in Physik zu schlecht. Und es gab auch einen horrenden NC drauf, den ich nie mehr geschafft habe. Und ja, ich war schon immer geeky und schon immer technisch unterwegs. Und dann habe ich gedacht, ja komm, ich mache das mit den Computern und der Softwareentwicklung und das ist ja schon was Cooles. Und dann habe ich das gemacht, ja. Und das war reine Informatik, das heißt also, das Grundstudium war auch schon sehr, sehr mathematisch angehaucht dann, ja. Wollte gerade sagen, Mathe bist du da nicht losgeworden. Nee. Aber ich meine, es war cool, also Algebra, lineare Algebra, Analysis, das war alles noch okay. Mein Schicksal wurde dann eigentlich fast die theoretische Informatik, da bin ich auch einmal durchgerasselt, aber wirklich mit Pauken und Trompeten. Heute sage ich, das Grundstudium war extrem wichtig, weil bestimmte Themen kommen doch immer wieder mal wie Komplexität, also Komplexitäten von Berechnungen, Berechenbarkeit, NP-Vollständigkeit und ähnliches. Aber im Detail war es dann viel, viel wichtiger, sehr, sehr früh hands-on und Praxis und praktische Erfahrungen zu sammeln. Was in dem Studium schwierig war, da musste man sich dann schon ein bisschen links und rechts selber umgucken. Ja, das stimmt. Das ist dann oft theoretisch. Bei mir im Studium war es zum Beispiel so, dass wir irgendwann Abschlussarbeiten nicht mehr als einen Test geschrieben haben, sondern haben wir ein Projekt bekommen, wo wir wirklich programmieren mussten und danach diese Software auch präsentieren mussten. Genau, das hatten wir dann auch mal, ja. Die musste nicht zwangsläufig funktionieren, aber du musstest zumindest irgendwie präsentieren können. Und der Professor war quasi dein Kunde. Und wenn er gesagt hat, ich kaufe, dann hattest du quasi eine gute Note. Also da haben sie versucht, ein bisschen den Praxisteil mit reinzuführen. Was ich bei dir gesehen habe, du bist natürlich nach dem Studium dann auch gleich voll in die Praxis gegangen. Du hast gesagt, dich doch nicht.
es war während dem Studium, ich wollte jetzt quasi den Bogen schlagen dazu. Naja, ich habe dann halt gemerkt, es ist ein bisschen zu theoretisch. Dann habe ich mir einen Hiwi-Job am Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung gesucht in Darmstadt. Und dann war ich erstmal, aufgepasst, zuständig für die Laserdrucker-Toner-Kartuschen. Ist kein Witz. Das heißt, ich muss mich da um die Bestellung kümmern, dass die immer alle aufgefüllt waren und so weiter und so fort. Und das war super cool. Ich war da im ganzen Institut unterwegs. Mich kannte wirklich jeder und ich kannte jeden, weil überall stand halt so ein Drucker. Also auf Vitamin B hat es ganz gut funktioniert. Irgendwann wurde mir das natürlich dann auch zu öde, hatte mich dann schon parallel so ein bisschen mehr in diese ganze Microsoft- und Windows-Welt eingelesen und eingearbeitet, auch Softwareentwicklung. Und da war damals, das war 1996, 1996, war gerade COM, DCOM, OLE und dann natürlich ASP, also Active Server Pages, also das Ur-ASP mit Server.createObject, wer das noch kennt. Und da habe ich dann ein Upgrade bekommen im Fraunhofer Institut zu einer Abteilung mit einem Betreuer, der Benny, heute noch ein guter Kumpel. Der hat quasi so interne, ja, es war interne Systemadministration, hat aber auch eigene Tools gebaut und gebastelt. Und da haben wir halt ein bisschen was rumgebastelt, so webbasierte Windows NT Systemadministrationstools fürs komplette Institut. Ja, und das hat halt irgendjemand dann mal mitbekommen, weil der Benny hatte Kontakt zu Microsoft Consulting Services in Bad Homburg. Und dann hat der Typ den Benny gefragt, ob er jemanden kennt, der COM und ASP kann. Weil sie heute kann man es ja sagen, für die Commerzbank damals ein webbasiertes Tool bauen mussten zur Verwaltung der Projekte für die Jahr 2000-Umstellung. Ah, okay. Ich glaube, Genau. in dem Zeitraum ging einiges im Web, gell? Also das war so der das, Start, wo viele Firmen jetzt gemerkt haben, wir müssen webbasiert werden und da konnte man ganz gut mit einsteigen. Also ich meine, in dem Fall war es natürlich ein Intranet, ne? Weil da ging es ja nur um die Verwaltung von den Projekten. Aber ja, so bin ich dann quasi zu Microsoft Consulting Services gekommen und musste, weil ich habe einen Werksvertrag dann bekommen beim Fraunhofer IGD. Die haben mich dann quasi zu Microsoft Consulting Services und dort saß ich dann in Bad Homburg vor Ort und musste da eine Einzelfirma anmelden, weil ich über dem Freibetrag dann war. Und das war der Anfang vom Ende. Also das war dann Wie ThinkTecture entstanden ist so, sozusagen. ja, also am Anfang hieß ich nur Christian Weyer, dann habe ich auf einmal Freude daran gefunden, Vorträge zu halten. Da habe ich gedacht, na, jetzt musste irgendwas machen, so ein Firmennamen und so ein Logo. Dann hieß das iSoft, also von Weyer, aber I, also dann so Auge. Und dann war das Logo so ein Auge, so ein stilisiertes. Genau, also das ging quasi los im 3. Semester meines Studiums und hat sich dann über die Jahre bis mittlerweile Jahrzehnte hin weitergezogen bis heute. Ja, und seitdem arbeitest du lieber mit ganz, ganz vielen verschiedenen Firmen, als in vielen verschiedenen Firmen zu arbeiten, oder? So ist es, ja. Das ist genau, also 1 zu N statt N zu 1 oder so oder N zu M. Ja, das war, und also, wenn ich das jetzt retrospektiv betrachte, das heißt ja, ich war nie angestellt. Das heißt, also ich kann natürlich bestimmte Sachen überhaupt gar nicht beurteilen und schon gar nicht verstehen. Deswegen war das natürlich am Anfang auch eine relativ große Herausforderung, als wir dann Festangestellte hatten, mein Kompagnon, der Ingo und ich, weil wir ja selber nie angestellt waren. Das heißt also, es war dann, ja, da kamen dann ein paar interessante Punkte dann zustande. Das kann ich mir gut vorstellen. Was natürlich auch spannend ist, du bist jetzt dann oft auch als Berater aufgetreten und hast natürlich dein Wissen verteilt, aber du warst ja eigentlich auch noch ein Rookie am Anfang. Also bist frisch aus dem Studium gewesen und Berater, Coaches, die haben natürlich leben von ihrer Erfahrung. Und wie hast du es denn geschafft, dort gerade bei solchen Architekten, die schon länger unterwegs sind? Ich habe jetzt eben einen Konzernnamen gehört, da gibt es natürlich etablierte Architekten, die lassen sich auch nicht von jedem was sagen, die werden auch dafür bezahlt, die Meinung nicht dauernd zu ändern. Wie findest du da immer deinen Weg oder wie hast du damals deinen Weg gefunden, Gehör
zu bekommen. Genau, also ich meine, die Initialzündung war ja quasi übers Fraunhofer, über Microsoft Consulting Services in einem internen Projekt. Das heißt also, da hatte ich mit den Architekten ja nichts zu tun. Da war ich mehr oder weniger Implementierungsunterstützer. Habe aber schon immer dann gemerkt, die Freude, also das Einarbeiten in das COM, DCOM mit VB6 oder dann mit der C++ ATL und das dann quasi schnell zu verstehen, schnell anzuwenden und es sogar anderen zu erklären, das habe ich relativ schnell gemerkt. A, es liegt mir, B, ich kann es wohl ganz gut und C, die anderen hören dir zu. Und das war dann eigentlich auch schon der Schlüssel zum Erfolg. Ich bin halt rausgegangen. Ja? Ich habe Artikel geschrieben, habe Vorträge gehalten, erstmal nur im Kleinen, um es halt auszutesten. Der erste war an der IHK in Aschaffenburg, das weiß ich noch wie heute. Waren vielleicht so 25 Leute. Das wurde dann halt immer peu à peu immer größer und halt immer raus und Kontakte knüpfen, Leute kennenlernen, um dann halt entsprechend die nächsten Schritte gehen zu können. Ja, wenn man deine Vorträge hört, dann merkt man auch, die sind sehr praxisnah, also damit kann man direkt in die Umsetzung kommen. Und also ich habe selbst schon welche von dir gehört und bin wirklich auch begeistert, wie du sprichst. Wie wichtig schätzt du das jetzt ein für Leute, die vielleicht im Moment noch nicht viele Vorträge gehalten haben, um ein bisschen sichtbarer zu werden? Ist das eine Sache, die du heute noch genauso machen würdest oder wie schätzt du das ein? Ja, also kommt natürlich drauf an, wo du arbeitest und was deine Aufgabe ist im Unternehmen. Also ich kann es jetzt wieder nur auf mich oder auf uns dann bei ThinkTech runterbrechen. Sichtbarkeit ist für uns das A und O, um unsere Expertise nach außen zu stellen. Wir machen keine explizite Werbung, also du siehst von uns kein Werbebanner oder eine Seite früher irgendwo in einem Magazin oder sonst irgendwo auf einer Konferenz, so ab und zu mal, ja, haben wir das auch irgendwie unterstützt, aber dann einfach nur, um die Konferenz zu unterstützen. Aber wir machen immer implizite Werbung durch unser Wissen und durch die Vermittlung und den Transfer von Know-how. Und dazu gehört einfach Sichtbarkeit dazu. Also Visibility ist das A und O. Wenn du natürlich jetzt, ich sag mal, bei einem ISV oder bei einem Enterprise als Entwickler sitzt, dich halt normal weiterentwickeln möchtest, dann hast du vielleicht jetzt nicht so einen großen Need, irgendwie nach draußen zu gehen und Vorträge zu halten. Wenn du natürlich auf der anderen Seite selbstständig bist, ist es natürlich ein sehr, sehr gutes Mittel, um dich auch nach außen hin sichtbar zu machen, auf dich aufmerksam zu machen, sodass halt die Leute dich dann kennen und wissen, ach genau, das ist der Peter und der kann super VB5, den können wir uns mal einladen, um irgendwie eine Windows-Desktop-Anwendung zu bauen. Ja, ich sehe im Moment auch einige, die gerade im Open-Source-Umfeld dann sprechen, um ihre Expertise dort nochmal sichtbar zu machen, ihr Projekt auch zu promoten. Ist mit Sicherheit auch eine spannende Möglichkeit. Du hast gesagt, euer Hintergrund ist eigentlich Microsoft.NET und jetzt bist du aber seit einer gewissen Zeit ganz tief in das KI-Thema reingetaucht und dort ist ja die Technologie oder die Sprache der Wahl eher Python, ein ganz anderes Ökosystem außenrum. Wie kamst du dem Wandel? Was waren deine Gedanken, das Microsoft-Universum dort mal zu verlassen und jetzt mal in eine ganz andere Technologie reinzuschauen? Vielleicht ist es gar kein Verlassen eines Universums, weil ich glaube, die Universen sich ja mittlerweile überschneiden. Und im Daily bin ich natürlich noch immer sehr stark im Microsoft-Universum unterwegs, weil in Azure alles passiert, ja, oder auch im Google-Universum. Es war eigentlich, wir suchen immer nach einem Trigger, nach einem Technologietrigger, wo wir unsere Stärken ausspielen können. Dass wir quasi tiefes Research machen können, um dann zu beurteilen, welche Technologie macht wie, für wen, in welcher Situation, in welchem Fall Sinn. Das ist das, was uns ausmacht, um dann mit den Kunden dann zu arbeiten, diese Technologie mal zu verproben, also A zu verstehen, B zu verproben und dann vielleicht sogar tatsächlich dann im Fortgang die komplett neue Produkt- oder Projektimplementierung auf Basis der neuen Technologien zu bauen. Und das passiert jetzt retrospektiv immer nur so alle 10 Jahre circa. Also der letzte große war so 2011, 12, 13 rum. Das war diese ganze The Web is the Winner
Geschichte, also wo man sich wegbewegt hat von Desktop und hin ins Web und Single-Page-Applications als Smart Clients im Browser, API-basierte, leichtgewichtige Architekturen und so weiter und so fort. Dann kam später noch ein bisschen Cloud dazu. Aber das war so der letzte große Move. Davor war es natürlich Mobile. Das waren jetzt nicht, 10 Jahre, das waren so ungefähr 5 Jahre, weil mit dem Auftauchen vom iPhone in 2007 war da natürlich nochmal ein ganz schöner Schwung. Ja, aber seit 2012, 13, 14 kam nicht wirklich was Spektakuläres raus, oder? Ob ich jetzt Frontends in Angular, Vue, React mache, ob ich Backends in .NET, Java, Rust, Ruby, Python, PHP, I don't know mache. Das Software Engineering war immer das Gleiche, die Patterns waren immer das Gleiche, die Architektur, die man gebaut hat, ob es CRUD war oder REST, oder DDD-basiert oder ES oder wie auch immer, das kann man machen, aber ist egal mit welcher Technologie am Ende des Tages. Und ich habe halt immer so ein bisschen gesucht, wann kommt denn jetzt der nächste Trigger? Ja, dann haben ja manche gedacht, Blockchain, das ist jetzt der Trigger. Ja. Haben wir uns natürlich auch angeschaut, nicht zu wenig, sind damit auch rausgegangen, war es aber nicht, aus bekannten Gründen wahrscheinlich, bis dann eben 2022 im November ChatGPT kam. Da hat es mich noch nicht so gefetzt. Mein Kollege intern, der Marco, der hat uns da schon länger damit, in Anführungszeichen, jetzt genervt. Und ich habe gesagt, ja, es ist alles schön und gut, aber komm, hör auf, was ist das für ein Kindergarten? Ich schreibe einen Text rein, es kommt ein Text raus. Ja, super. Und er hat nicht locker gelassen. Zum Glück hat gemeint, doch, das wird einiges ändern, wenn nicht alles. Und bei mir hat es dann Klick gemacht, als dann eben, weiß ich nicht, im März, glaube ich, drauf kam GPT-4 mit dem API davor. Und dann habe ich gemeint, oh, okay, Marco, du hast recht gehabt. Jetzt weiß ich, was du meinst. Und wenn ich es dann irgendwann mal sehe, dann fängt es gleich an, überall zu explodieren und zu arbeiten im Kopf. Ja, genau. Und dann haben wir da das Ganze früher noch überlegt, wie wir uns strategisch aufstellen. Und ja, im August 2023 haben wir dann den allerersten Gen AI-related Talk auf dem .NET Day Switzerland in Zürich gehalten. Und seit dem Sommer bin ich Vollzeit unterwegs in dem Thema. Also dann ganz tief eingetaucht und eine hohe Expertise aufgebaut. Du hast eingangs im Gespräch gesagt, Vibe Coding ist 10% AI und 100% Software Engineering. Helf mir bei der Mathematik und erklär vielleicht noch mal ganz kurz, was Vibe Coding ist. Naja, also Vibe Coding ist ja momentan einer der großen Trends, eines der Buzzwords, die es wahrscheinlich gerade durch alle Kanäle schafft. Ich nenne es lieber Gen AI Assisted Development. Nicht Coding, weil Software Development ist mehr als Coding, wie wir alle wissen. Das heißt also, Gen AI Assisted Development heißt, du bist in deiner gewohnten Entwicklungsumgebung, also sprichwörtlich, wirst aber von einem oder von mehreren Gen AI Modellen unterstützt, um Konzepte zu entwickeln, um Konzepte zu verifizieren, um vielleicht eine Architektur aufzustellen, um die wieder zu verifizieren, um dann Code entsprechend zu bauen. Als Pair-Programming-Partner zusammen mit diesem Gen AI-Modell. So, das ist mal so die Grunddefinition. Und wenn man das macht, das ist alles schön und gut. Man darf aber nicht vergessen, dass das jetzt nicht irgendwie Stand heute. Es kann sein, dass es in 4, 5 Jahren ganz anders da ausschaut. Dass es Stand heute jetzt nicht die KI ist, die jetzt unsere Software schreibt. Ist es ganz sicher noch nicht. Ne? Also, wie ich immer sage, es gibt noch keine Diode bei mir hier oben, wo ich dann denke und die Maschine schreibt das ganze Ding runter. So abgespaced ist es halt noch nicht. Und das 10% und 100% ist halt einfach so, wir nutzen AI. Ich bin auch kein AI-Experte.
Ich bin ein Gen AI Engineering Experte und das ist aber ein himmelweiter Unterschied, weil ich benutze die ganzen Modelle, Large Language Models, Small Language Models, Embedding Modelle und die ganzen Tools drumherum, immer nur auf der API-Ebene. Ob es jetzt eine SDK-API ist oder ob es halt irgendwie eine HTTP-Web-API Ebene ist. Heißt, du nutzt halt die Capabilities von solchen Modellen, das sind die 10%, musst aber immer noch wissen, wie man, wie der Franke hier daheim sagen würde, gescheite Software baut. Das heißt also End-to-End-Architekturen und das sind eben die 100%. Du musst immer 100% wissen, was du tust, Software Engineering-mäßig und Software Architecture-mäßig und kannst halt mit den 10% oder von mir aus auch 20% halt das Ganze beschleunigen, verbessern, kreativer werden, etc. pp. Sehr interessant. Das heißt, das Assisted Mode, also sozusagen die Assistenz, kommt durch die KI und auch nochmal sehr interessant deine Unterscheidung, also dass du kein KI-Experte bist, weil du machst wahrscheinlich keine Modelle selbst, sondern du nutzt sie einfach nur. Du benutzt die Services, die zur Verfügung stellen. Jetzt hast du schon ein paar Themen hier angesprochen, Large Language Models, Small Language Models und da gibt's jetzt eine Riesenauswahl, also ich glaube täglich sind bei Hugging Face Prozentzahl an Models mehr. Wie kannst du das ein bisschen für uns einordnen? Wann nutze ich ein Large Language Model? Wann ist es besser, ein Small Language Model zu nutzen? Was ist überhaupt der Unterschied? Ich kann es tatsächlich nicht einordnen. Das ist ja das Problem. Also, fangen wir mal an, das ein bisschen auseinanderzunehmen. Also ein Large Language Model ist das, was wir kennengelernt haben durch GPT. Ja? GPT 3.5, GPT 3.5 Turbo, da kam GPT 4. Large im Sinne von, sie haben halt unglaublich viele Aktivierungsparameter des neuronalen Netzes, was ja so ein Language Model ist. Man kennt von diesen Closed Modellen, ist ja lustig, ne? Kommt zwar von OpenAI, ist aber alles closed, kennt man die Parameteranzahl nicht wirklich. Man munkelt halt damit, dass es viele, viele Trillionen sind. Oder einige Trillionen bei GPT-4, 4o, 4.1. Small Language Models sind dann quasi die signifikant weniger Aktivierungsparameter haben und die vor allem, ich sag mal, aus der Open Source Welt kommen, die man dann auch gegebenenfalls selber mal ausführen kann. Also so ein Klassiker ist jetzt Llama 3.3 70b und das 70b steht für 70 Billions, also 70 Milliarden Aktivierungsparameter. Das ist lächerlich klein, verschwindend klein im Vergleich zu der gemunkelten Größe von irgendeinem GPT 4.x. Das mal zu large und mal zu small. Aber natürlich ist da irgendwo die Grenze fließend, ja. Also von daher sprechen viele vielleicht nur noch von Language Models, ja. Andere bleiben einfach bei LLM, weil es sich ja mittlerweile auch eingebürgert hat und dann muss man halt im Detail über die Ausprägung und über die Größe des Modells reden. In deiner Praxis bist du eher ein Model to rule them all oder unterschiedliche Services einzusetzen mit unterschiedlichen Modellen? Wie ist denn da dein Ansatz? Dinge auszutesten, um neue Konzepte anzutesten, gehe ich meistens auf eines der großen State-of-the-Art-Modelle, also GPT-4o, 4.1 oder Claude 3.7, Claude 4 oder Gemini von Google. Oder halt eines von diesen Reasoning-Modellen, wenn ich eben einen längeren Prozess entwickeln möchte mit meinem gegenüberliegenden KI-Sparringspartner, dann gibt es ja da auch nochmal andere Modelle. Für die jeweilige Softwarelösung dann, ob das jetzt bei uns intern ist oder ob wir es dann im Consulting mit dem Kunden machen, gibt es dann tatsächlich eine Analysephase, welches Modell man einsetzt, weil da kommen ja ganz, ganz, ganz viele Faktoren dazu. Das ist ja, da kommt das Thema, wie bei der Cloud halt, ne? Vertrauen, Sicherheit, dann natürlich diese ganze Datenschutz-Thematik, dann kommen aber auch Kosten dazu, dann kommt aber auch vielleicht, okay, ich will nicht immer raus in eine Cloud, sondern ich will also immer intern bleiben, dann musst du da gucken, welche Optionen gibt es. Also das ist eine relativ komplexe Matrix eigentlich, um dann zu entscheiden. Und du musst halt sehr, sehr früh dann wirklich einen realen Proof of Concept bauen, weil die Anforderungen müssen wirklich von dem jeweiligen Modell dann auch tatsächlich erfüllt werden können.
Wie man sich vorstellen kann, ein 70B Llama 3.3 kann natürlich viele Dinge nicht so geil wie ein GPT 4.1. Ist ja logisch, ja. Das heißt also, da muss man relativ früh dann gucken und die Anforderungen auch runterbrechen und gegen das dann hoffentlich ideale Zielmodell verproben. Weil ein Prompt ist nicht gleich dem anderen Prompt. Sprich, wenn ich jetzt ein Prompt baue und gehe damit gegen GPT 4.1, dann funktioniert es mit Sicherheit nicht gegen Llama 3 70B und übrigens auch relativ oft umgekehrt. Okay. Ja, spannend. Also du machst erst den Fächer ganz weit auf und dann, wenn du dann in Produktion gehst, hast du eine knallharte Empfehlung. Also weit vorher natürlich, ne? Ja, also, genau. Also ist klar, ich meine, weil du kannst ja nur dann in Produktion gehen mit dem Kunden, wenn du vorher das Modell dann fest gepinnt hast. Ja? Du musst ja sagen, okay, jetzt haben wir unsere Tests gebaut, also Language Model spezifische Tests, weil du willst ja gucken, dass du einen relativ hohen Prozentsatz hast an richtigen Ergebnissen. Und da musst du ja relativ früh dich entscheiden. Genau, und was halt auch zu der Organisation passt, Richtung Datenschutz und wo das gehostet wird. Genau. In einem anderen Interview habe ich mal von dir so eine Aussage gehört, dass die Intelligenz der künstlichen Intelligenzmodell gar nicht so das Wichtige ist. Du findest es Hauptsache super spannend, dass die Maschine uns jetzt endlich versteht. Du hast wahrscheinlich schon ganz viel Code geschrieben, der darum ging, irgendwelche Nachrichten zu parsen und Informationen daraus zu Wirklich, holen. oder? Und Genau. diese Algorithmen und was wir jetzt wahrscheinlich sogar mit den kleinen Modellen haben, ist, die Maschine versteht uns jetzt plötzlich. Ja. Und dass das ein sehr, sehr riesengroßer Vorteil ist in der Interaktion, in dem Usability mit der Software selbst. Vielleicht kannst du da nochmal. Es sind sogar 3 Punkte. A, denke ich nicht, dass das, was wir momentan haben, diese Transformer-basierten Language-Model-Architekturen, dass wir da auch nur annähernd wirklich intelligent unterwegs sind. Also ich versuche tatsächlich dann im Fortgang, und vielleicht hast du es gemerkt, den Begriff KI zu vermeiden, weil das ist nicht die KI, wie ich mir eine künstliche Intelligenz vorstelle. Ja? Also aus den ganzen utopischen Filmen, die wir alle kennen. Da sind wir weit, weit, weit davon entfernt. Das war Punkt 1. Punkt 2 ist, ich will mich nicht wirklich immer auf das Weltwissen, also das antrainierte, angelernte Wissen von so einem Model verlassen müssen. Weil je mehr man die Freiheiten eines Models einschränkt und eingrenzt, da kommt man vielleicht nachher noch drauf, desto besser kann ich es ja zähmen und nutzen und desto besser werden dann auch die entsprechenden Ergebnisse. Deswegen ist für mich eigentlich, wie du schon gesagt hast, das wirklich Spannendste und auch das Geilste auf Deutsch, das Sprachverständnis von so einem Model. Und ja, je mehr und je more sophisticated quasi das Trainingsmaterial wurde und je größer das neuronale Netzwerk ist, desto höher ist desto besser kann es komplexere Sprache verstehen. So, wenn ich also einen bestimmten Satz einem großen State-of-the-Art-Model gebe und sage, okay, bau mir daraus mal eine JSON-Datenstruktur, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher bei dem Großen, als wenn ich zu einem kleineren Modell gehe. Da muss ich den Satz oder die Sätze vielleicht einfacher formulieren oder muss dann quasi die Aufgaben und die Fragen, die innerhalb von diesem Satzkonglomerat sind, nochmal aufbrechen oder runterbrechen, damit die kleineren Modelle das verstehen. Aber überhaupt in der Lage zu sein, komplett unstrukturierte menschliche Sprache, semantisch reiche Sprache da reinzugeben und dann in dem Fall, also in dem allerwichtigsten Fall, in einer Datenstruktur strukturierte Ausgabe zu bekommen, weil ich ja dann wieder irgendwas in meiner Software damit anstellen möchte, das ist faszinierend für mich. Das stimmt, das ist wirklich so ein Gamechanger, wie man so schön sagt, dass wir Vollkommen in der Lage sind, dass die Maschinen uns einfach verstehen. Was du vorhin angedeutet hast, mit wie viel Intelligenz haben wir wirklich, das hatte ich gerade so vor 2 Wochen mal in einem Vortrag, wo man mit dem Thema KI in der Krebsforschung und der Bildanalyse einen Vortrag gehalten und da sprechen die oft von dem Clever-Hans-Effekt. Das ist aus dem 20. Jahrhundert jemand, der so einen Pferdetrick gemacht hat. Der hat gesagt, mein Pferd kann rechnen und hat dann 2 plus 3 gesagt und dann hat das Pferd angeguckt und das Pferd hat 5-mal mit der Hufe aufgestampft und dann haben alle gedacht, das Pferd kann rechnen. Man hat später herausgefunden, dass es anhand der Körpersprache das Pferd einfach nur, jetzt ist Start
zu stampfen und dann hat er irgendeine andere Bewegung gemacht, jetzt war Stopp sozusagen. Sehr geil. Was da oft mit beschrieben wird, ist, dass bestimmte Pattern, die erkannt werden in der Sprache, zu einem Rückschluss, zu einem Ergebnis führen, aber nicht gleichzeitig intelligent sind. Also das Pferd hat auch ein Pattern verstanden, wusste, was es machen sollte, wusste, was es quasi zurückgeben sollte, ohne dass es jetzt rechnen konnte. Aber es hat für uns quasi so ausgesehen, als könnte das Pferd rechnen. Und in der künstlichen Intelligenz ist es wohl ganz wichtig, dass man auch wirklich schaut, ist hier Intelligenz im Spiel oder ist es aufgrund eines anderen Patterns, was das Ergebnis irgendwie beeinflusst. Also fand ich eine sehr, sehr interessante Erkenntnis. Sehr cool. Ja, in dem Bereich, wir haben LLMs besprochen, Small Language Models. Jetzt ist ein Thema, was durch die Decke geht und wo jeder so ein bisschen das Lösungskonzept plötzlich sieht mit MCP, mit dem Model Context Protokoll. Kannst du uns dort nochmal deine Einschätzung geben? Ich frage mich wirklich, warum wir immer ein Protokoll brauchen, um irgendetwas zu sehen. Ich meine, es war schon immer so, ja. Ich bin groß geworden in der .NET-Community mit SOAP. Also wirklich SOAP. Simple Object Access Protocol. Damals noch mit VB6 SOAP Toolkit 1999. Das ging dann weiter hin zu ASMX Web Services, wer sich noch an die erinnert, und dann weiter zu WCF, der Windows Communication Foundation. Und immer hatten wir SOAP und WSDL und XSD, später dann JSON mit leichtgewichtigen Web-APIs. Aber es war ja immer irgendwie so eine Art von Standard notwendig. Und jetzt auf einmal, und es kann dir wirklich keiner erklären, warum das seit einem Vierteljahr so ist. Diese 3 Buchstaben, an denen kommt niemand mehr vorbei, selbst meine Frau nicht. Also die hat es jetzt auch mitgekriegt. Was ist denn das? Ich habe das da irgendwie als Push in meiner Nachrichten-App gehabt. Ich so, Gottes Willen, was hast du für eine Nachrichten-App? Versuchen wir es mal aufzudröseln, und zwar ohne MCP erstmal. Ich hatte es ja vorhin ganz kurz erwähnt. Das Wichtigste, um erfolgreich mit einem Language Model zu arbeiten, ist nicht das reine Weltwissen eines Language Models anzuzapfen, weil wir wissen, A, es ist outdated, B, die neigen dann zu Halluzinationen, wenn man ihnen keine Leitplanken gibt. Das ist dieser berühmte Kontext. Ganz kurz, Language Models sind komplett zustandslos, stateless. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mit dem eigentlichen Model rede über einen API-Call und der API-Layer kein Caching oder kein Memory implementiert, was mittlerweile getan wird, zum Beispiel bei ChatGPT oder bei Claude. Aber das reine Language Model weiß nichts mehr von dem, was ich vorher mit ihm besprochen habe. Das heißt, jeder Call muss das, was ich quasi das Language Model wissen lassen möchte, muss in diesem Call sein. Muss alles vollumfänglich abgeschlossen sein. Also sprich der sogenannte System Prompt, also das Scene Setting der Kommunikation mit dem Language Model, meine User Query, also das, was ich eigentlich wissen will, und vielleicht eben so eine Art von Historie, also ein persistiertes Memory. So. Und das muss alles in so einen HTTP-Call rein, damit das Language Model damit arbeiten kann, dann macht es irgendwas und dann kommt es eben wieder zurück. Und die Summe der Daten nennt man ja dann das Context Window. Und das Context Window hat halt immer nur eine bestimmte Größe. Bei den State-of-the-Art-Modellen sind es teilweise bis zu 1 Million sogenannte Tokens, ja, bei Gemini zum Beispiel, 2.5 Pro. Bei den OpenAI-Sachen sind es, glaube ich, 128.000 Token. Und wenn du dann runtergehst auf kleine Open-Source-Modelle, bist du dann mal ganz schnell bei 32.000 oder sogar nur 8.000 oder nur 4.000 oder nur 2.000. Das heißt also, um erfolgreich mit so einem Language Model zu arbeiten, müssen wir immer diesen Kontext steuern, damit das Model genau weiß, was es zu tun hat und was es vor allem zu lassen hat. Und jetzt gibt es dann die unterschiedlichen Patterns dafür. Das Klassische ist, wenn man sich mit Dokumenten unterhalten möchte, dieses Talk to your data oder Talk to your documents. Da gibt es ja ein Pattern, das heißt RAG, Retrieval Augmented Generation. Was macht es? Naja, es retrieved erstmal Informationen aus einer vorher gefüllten Datenbank, eine sogenannte Vektordatenbank, macht eine semantische Suche, bekommt dann eine Ergebnisliste basierend auf der Frage, die ich über meine Dokumentenbasis gestellt habe. Und dann werden diese Dokumentenschnipsel genommen, werden in den Kontext gepackt und zum Large Language Model geschickt. Deswegen funktioniert Talk to Your Documents
Nicht, weil das Language Model mit unseren Daten trainiert wurde, sondern weil vorher ein vektorbasiertes, ich sag mal, Archiv- oder Persistenzsystem aufgebaut wurde. Das heißt also semantische Suche plus Language Model Interaktion macht es dann möglich, dass wir über RAG mit unseren Dokumenten reden können. Das ist immer das gleiche Muster. Wir müssen den Kontext kontrollieren. Entweder füllen wir es selber und das Language Model zieht sich dann die wichtigen Informationen raus und antwortet uns dann mit der Antwort auf die Frage zu unseren Dokumenten. So. Jetzt ist aber nicht alles ein Dokument bei uns auf der Welt, wie wir wissen. Nämlich ganz vieles ist nämlich gar kein Dokument, sondern wir haben halt irgendwelche Systeme. Wir haben, keine Ahnung, wir haben eine Google-Suche, wir haben ein Filesystem, wir haben eine Windows Desktop API, wir haben interne Business API, wir haben Wettervorhersage, wir haben und so weiter und so fort. Verschiedenste Systeme, die immer irgendwie geartet angesprochen werden können. Entweder über ein natives API oder über ein SDK oder halt über irgendwas Webmäßiges. Wenn du jetzt eine komplexere Interaktion hinbekommen möchtest, indem du nämlich einfach komplexe Sachen dem Language Model sagst, dann weiß das Language Model natürlich nicht A, wo bin ich gerade, B, wie viel Uhr ist es, C, wie ist das Wetter, wo ich gerade bin, und D, welche Ausflugsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt an dem Ort, wo ich bin, wo das Language Model gar nicht weiß, wo ich bin. Das heißt also, ich muss ihm dann sogenannte Werkzeuge an die Hand geben. Tools. Und diese Tools können jetzt sein, get current location, get current weather, get sightseeing recommendations und so weiter und so fort. Und die beschreibe ich als Software-Systementwickler. Das heißt, ich gebe dann dem Language Model in dem Kontext, in dem Request, gebe ich ihm eine Liste von Tools mit. Tools sind am Ende des Tages Name, eine Beschreibung, und die ist sau wichtig, weil wir sind ja hier auf der semantischen Ebene unterwegs. Das heißt, du musst genau beschreiben, was dieses Tool tut und vielleicht auch, was es nicht tut. Und dann vielleicht eine Liste von Parametern, die reingehen und rausgehen. Also eine Schema-Beschreibung von diesem Tool. Am Ende des Tages ist es eine Funktion, weißt du? Früher hieß es Function Calling, jetzt heißt es halt Tool Calling. Da geht man das also mit zum Large Language Model. Das Language Model passt und versteht das, was da ist, kann aber bestimmte Dinge nicht beantworten, weil es eben nicht weiß, wo ich bin und wie das Wetter ist, und sagt, okay, gib mir doch mal bitte die Information zu dem Wetter, und ich habe gesehen in der Description, wenn du mir diese Funktion ausführst, bekomme ich die Information zum Wetter. Und so kannst du dich dann im Dialog mit dem Language Model hin und her hangeln, dann nach und nach über die Tool Calls, die du ausführst oder ich ausführe, auf meiner Plattform, ja, on-premises oder in meiner Cloud oder wie auch immer. Es wird nicht automatisch von irgendeinem API oder Language Model Provider ausgeführt, sondern das Language Model bittet mich drum, quasi die Informationen über dieses Tool, über die Tool-Ausführung ihm dann wieder zur Verfügung zu stellen. Und dann im nächsten Call packe ich dann diese Information, also das Ergebnis von dem Tool-Call, dann wieder mit rein. Und so kann es halt ein bisschen hin und her gehen, wie so eine Unterhaltung von Menschen halt auch, um dann eben am Ende die finale Antwort zu bekommen. Ja, und dann bekomme ich vielleicht ein JSON zurück, dein Name ist Vorname Christian, Nachname Weyer, Location, keine Ahnung, dann kommt irgendwie die Koordinaten, dann kommt irgendwie die Postleitzahl, dann kommt die Stadt und Wetter und irgendwie eine Liste von Sehenswürdigkeiten gerankt nach TripAdvisor. I don't know. So, das ist die ganze Idee. Den Kontext zu kontrollieren in der Kommunikation mit dem Language Model. Entweder Freiform über dieses RAG-Pattern oder eben Function-Tool, also Schema gesteuert über Tool-Calling. Ja, sehr spannend. Für mich, also ich habe jetzt in der letzten Zeit beobachtet, so Themen wie RAG und Embedding und sowas, das ist alles weg. Alle machen nur noch MCP. Ja, nee, ist Sollten es eben sie nicht nicht, machen. weil die Blase jetzt nur noch über MCP spricht. Okay. Also es gibt ja LinkedIn, und LinkedIn ist Fluch und Segen gleichermaßen. Ich habe ganz viele neue Kontakte
in LinkedIn, von denen ich wirklich viel lerne. Aber dann schießen halt von links und von rechts, schießen dann die sogenannten neuen AI-Engineers rein, wo ich jetzt ein bisschen despektierlich sage, sie haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. So, sorry. Und da kommen dann halt so Sachen wie RAG is dead. Und denke ich mir auch, okay, liest es halt mal durch. Und dann denkst du dir auch, okay, Hauptargument ist, naja, wir haben ja jetzt State-of-the-Art-Modelle, die so große Context-Windows-Sizes haben, dass wir kein RAG mehr brauchen, sondern wir schicken einfach immer alle Dokumente hin ins Language Model. Und sage ich, ja, genau, das ist eine super Idee. Super Idee, um Kosten zu sparen, super Idee, um Latenz runter oder klein zu halten, super Idee wegen Datenschutz. Also es sind lauter super Ideen. #not. RAG ist ein geiles Pattern und RAG funktioniert. Der schwierige Teil von RAG ist auch nicht die Interaktion mit dem Language Model, sondern es ist der ganze Teil davor. Daten säubern, Daten splitten, Daten in die richtige Struktur und ins richtige Format zu bringen, das richtige Embedding-Model mit den richtigen Embedding-Abbildungen zu finden, das in der Datenbank zu speichern, das aktuell zu halten, das ist die Drecksarbeit. Wenn ich dann die semantische Suche über das Vektordatenbank-API gemacht habe, dann habe ich eine Liste von 3 bis 5, zum Beispiel typischerweise Textschnipsel. So. Und das gebe ich ans Large Language Model. Das heißt, das ist die Kindergartenarbeit am Ende des Tages. Aber RAG ist wichtig. Es trifft auch vollkommen deine Aussage am Anfang 100% Software Engineering. Also da brauche ich wirklich dann, wie optimiere ich, dass ich wirklich eine kurze Latenz habe, dass ich auch meine Energie-Consumption und die mit GPUs sind teuer, damit ich das sozusagen im Griff halte. Und da ist schon Engineering wirklich notwendig, auch die Daten so aufzubereiten. Also viele sagen, schlechte Daten, schlechte KI und die schimpfen dann immer auf das Sag's Modell. Halt richtig. Shit in, shit out. Ganz das ist genau. einfach so. Ja, für mich stellt sich die Frage, was machen wir mit unseren Datenbanken? Also wir haben... Aber jetzt warte mal, wir müssen ja noch das MCP-Rätsel auflösen. Okay. Ich habe jetzt erstmal nur so quasi die Basis-Patterns beschrieben und dafür gibt's eine Spezifikation für das Tool-Calling. Das wird federführend von OpenAI in der OpenAI API, ich sag mal, ja, festgelegt und alle anderen haben es mehr oder weniger dann adaptiert und kopiert. Function Calling oder Tool Calling, wie schon ein paar Mal erwähnt. So, und was macht MCP jetzt? Naja, MCP macht jetzt einen Industriestandard draus. Ins Leben gerufen wurde es von Anthropic über den Claude Desktop. Und die ersten, die so wirklich breitflächig und professionell adaptiert haben, waren, jetzt schließt sich der Kreis wieder ein bisschen, diese Gen AI Assisted Coding Tools in unseren Entwicklungsumgebungen. Die haben auf einmal angefangen, MCP Clients zur Verfügung zu stellen, um mit sogenannten MCP-Servern kommunizieren zu können. Also MCP hat ein klassisches Konzept von Clients und Servers. Es gibt auch noch Ressourcen, aber das interessiert meistens niemand. Und ein Server kann unterschiedliche Tools zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich alles. Und sobald ich das Wort Tool sage, fängt wieder die gleiche Argumentation an wie vor 4,5 Minuten, als ich erklärt habe, wie man mit einem Large Language Model eigentlich interagiert. Sprich, MCP ist ein Standard, um interoperabel und discoverable, dynamisch AI-Funktionalität quasi in LLM-Models nutzen zu können, indem wir unsere existierenden Tools und Umgebungen mit einbinden können. Ohne, dass wir jedes Mal einen eigenen API-Adapter, einen eigenen SDK-Adapter, einen eigenen File-System-Adapter bauen müssen, sondern da gibt's einfach eine Community von MCP-Servern. Also das ist es im Großen und Ganzen. Persönlich gesprochen bin ich über einen Standard eigentlich froh, weil wenn jeder da sein eigenes Protokoll hacken müsste, mittlerweile habe ich, glaube ich, mitbekommen, Windows hat das auch in ihr Betriebssystem irgendwie eingebaut, also so, dass wir schon einige Tools auch standardmäßig zur Verfügung gestellt werden. Ja. Aber der Hype ist natürlich, geht durch die Decke zu dem Thema. Ja. Ich wage jetzt wirklich einfach mal so zu behaupten, zu formulieren, wenn es um interoperable Standardprotokolle geht, habe ich schon das eine oder andere gesehen und auch an dem einen oder anderen schon ein bisschen mitgearbeitet und vor allem ist adaptiert. MCP zum Stand heute ist eine Katastrophe.
es ist eigentlich nur lokal, auf der lokalen Maschine über Standard In und Standard Out. Jetzt wurde es erweitert auf Remote, ja, erst mit SSE, jetzt wollen sie es wieder umbauen von SSE, also von Server-Send Events wieder umbauen auf HTTP, Streaming, Security. Oh wait, haben wir gar nicht dran gedacht. Sind wir jetzt gerade dran? Ja, es zeichnet sich ab, als würde es OAuth 2.1 werden mit ein paar Erweiterungen. Einfache Deployability, Scalability, weil momentan ist das Protokoll inhärent stateful. Also da gibt's noch so viele Baustellen und so viele Issues. Ich denke mal, gegen Ende des Jahres sehen wir da ein bisschen klarer, weil sich jetzt auch eben dann erfahrenere Crews wie von seitens Microsoft, von Seiten Google, von Seiten Meta dann entsprechend auch dran beteiligen, um das Ganze mal ein bisschen voranzutreiben. Aber das ist auch ein spannendes Pattern, was ich beobachte, ehrlich gesagt, dass in diesem ganzen AI-Thema steckt auch so viel Geld drin, dass das unbedingt erstmal raus muss. Ja, also das heißt, die Leute releasen sehr frühzeitig schon ihre ganzen Tools, auch Protokolle und solche Sachen, um das anzutesten und auch um den Benefit sozusagen der Nutzung von der Services dann voranzuschreiten, weil man kann einfach nicht so lange warten. Also im Moment ist da wirklich eine riesen Geschwindigkeit dran und man will erstmal so ein paar Sachen flankieren und sagen, hier haben wir erstmal was und ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, weil viele einfach nicht wissen, A, was geht wirklich mit diesen Modellen und B, was brauchen die Leute wirklich da draußen? Und deswegen wird es einfach rausgeschossen. Und vieles ist super, super halbgar. Und zwar nicht nur MCP, teilweise auch die Modelle, teilweise auch die SDKs, teilweise auch die Embeddings, teilweise auch die Tools drumherum. Vieles ist wirklich extrem, extrem halbgar. Plus dann natürlich noch dieses bis vor kurzem exponentielle, die exponentielle Entwicklung eigentlich in den Modellen und in den Features und in den Frameworks drumherum. Das kann man als normaler Software-Ingenieur eigentlich überhaupt gar nicht mehr fassen. Ja, also irgendwie denkt man, das ist schon ewig, so viel Bewegung hat man drin und dann schaut man nach hinten, das sind gerade mal 2-3 Jahre, wo wir das, 2,5 Jahre. Ja, wo wir das Thema, wo das uns überhaupt begleitet und das ist schon echt eine enorme Geschwindigkeit und dort auch nochmal Hut ab vor dir, dann mit Unternehmen da wirklich was zur Produktion zu bringen auf so einem immer weiterentwickelten Gerüst. Also das ist mit Sicherheit auch eine Herausforderung. Vielleicht nicht Hut ab von mir, sondern Hut ab von meinem Team bei ThinkTecture, weil die haben es mir ja ermöglicht, dass ich dann ab Sommer 23 meine Rolle konvertieren konnte in Fulltime Research und Development und Visibility. Zusammen mit meinen Kollegen, die dann natürlich andere oder bestimmte Teilbereiche entsprechend dann aufgreifen und dann selber Vorträge machen. Aber es muss natürlich dann auch das Unternehmen und die Kultur des Unternehmens entsprechend dann zulassen. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt ganz viel von den Modellen gesprochen und wie ich als Entwickler die KI nutze. Was natürlich ein spannender Use Case ist, wenn ich eine Applikation entwickle und die Applikation jetzt plötzlich mit KI erweitert wird oder bereichert wird sozusagen, dass ich innerhalb von meinem wie auch immer, Pattern, Lifecycle, wie ich da unterwegs bin, dass ich jetzt plötzlich dort eine neue Möglichkeit habe, KI mit einzusetzen. Welche Pattern und welche Practices siehst du dort? Du meinst jetzt quasi, dass wenn wir als technische Consultants bei unseren Kunden sind, die ja entweder Entwickler bei einem ISV sind oder Entwickler in einem Unternehmen, wie wir dann mit denen sprechen und voranschreiten, um deren Software quasi Gen AI-enabled zu machen, richtig? Genau, also ich habe eine Applikation, die ich entwickle, die ich auch an meine Kunden verkaufe und jetzt denke ich, das wäre doch sehr hilfreich für die Applikation, hier nochmal von der Power von AI zu profitieren. Und wahrscheinlich habe ich auch Vorurteile am Anfang. Also wir sprechen ja Hochsprachen, die sind hochtechnisch, dafür braucht man eine Ausbildung. Jetzt haben wir plötzlich einen Prompt, der in ganz normaler Sprache gesprochen wird. Und wie passt das in meine Architektur rein? Was sind die Tools, die ich dort benutze? Genau. Also Tools vielleicht nicht, sondern eher die Patterns, ne? Also wie du es ja in der ersten Frage hattest. Ich und wir sehen einfach einen Riesenhebel mit der menschlichen Sprache, neuartige Zugänge oder andersartige Zugänge zu Softwaresystemen zu schaffen.
Also nicht mehr notwendigerweise über die klassischen Graphical User Interfaces. Ja, wir kennen ja noch die ganzen Desktop-Patterns mit Menü im Menü, im Menü, im Submenü und dann geht ein Property-Dialog auf, dann hast du da wieder ein Menü und ein Sub-Property-Dialog und ein Grid und so weiter und so fort. Und jedes Mal, wenn du was Neues hinzubaust, musst du dir ja überlegen, wo ins UI oder ins GUI passt es jetzt. Ja? Ist es jetzt nur ein Fenster oder muss es irgendwie ein komplett neues Modul sein, dass ich wieder irgendwie dynamisch lade? Und wenn ich dynamisch lade, wie zeige ich es dann an? Wie ist die Interaktion? Mausorientiert, Keyboard, Shortcuts und so weiter und so fort. Das sind wir ja quasi die letzten, was haben wir, 2025, die letzten 40 Jahre darauf konditioniert worden, oder? So zu denken. Und jetzt mit Natürlichsprachlichkeit auf einmal können wir das komplett umdrehen und sagen, Entschuldigung für die Wortwahl, aber scheiß doch aufs GUI. Wir sagen der Software einfach, was wir wollen. Das ist natürlich jetzt das andere Extrem, ja. Das heißt also, ich spreche nicht mal mehr über eine Chatbot-Dialogbox oder ein Textfeld, sondern ich rede mit dem Dick einfach. Dass das natürlich nicht komplett durchgängig implementierbar ist und auch nicht durchzudenken ist, ist klar. Ich will nur quasi das andere Extrem jetzt mal hochholen. Dass wir quasi allein über semantisch angereicherte, unstrukturierte Sprache und Interaktion mit einem Softwaresystem / Computer genauso interagieren können über ein neues UI, Universal Interface. Also nicht mehr der User Interface, sondern das Universal Interface. So, und das kann in meiner Anwendung sein oder Microsoft geht sogar noch einen Schritt weiter, wie du ja vorhin gesagt hast, ist sogar in Windows drin. Und Google geht einen Schritt weiter, ist sogar demnächst in Chrome drin. Das heißt also, diese Idee, Language-Modelle sogar in Basisinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, die ist schon lang da. Also die ist schon lang da und wird auch gerade umgesetzt. Das heißt, das ist immer so die Basisidee, dass wir sowohl mit der Software als auch das, was um die Software herum liegt, Dokumentation, Hilfesysteme, Ticketsysteme und so weiter, einfach natürlich sprachlich interagieren können. Ohne dass wir großartig uns an der GUI vergreifen müssen, verkünsteln müssen. Heißt aber nicht, dass UX jetzt wegfällt. Eher im Gegenteil, UX wird jetzt noch wichtiger, weil UX steht ja für User Experience. Und wenn wir jetzt auf einmal mit Natürlichsprachlichkeit entweder geschrieben, ja, oder gesprochen mit unserer Software interagieren, dann hat es ja natürlich ganz andere Auswirkungen, aber auch ganz andere Rahmenbedingungen und ganz andere Voraussetzungen. Das heißt also User Experience in so einer Chat AI Welt oder in einer AI Agentic World wird UX noch wichtiger, aber ganz anders da, als wir es bisher hatten. Ja, so, sehr. Das heißt also, das ist die Grundidee. Ja, das ist sehr spannend. Das hat halt, wie du sagst, schon ganz andere Herausforderungen. Wir hatten im Podcast Ben Freiberg von AWS, der hat sich auf Alexa-Skills sozusagen spezialisiert, hat Voice Games gemacht und er hat gesagt, das ist eine ganz andere Herausforderung, mit Voice zu arbeiten plötzlich, wenn du keinen Bildschirm vor dir hast. Wobei, jetzt müssen wir natürlich ehrlich sein, die alten Alexa-Skills waren brotdumm. Also du musstest dich ja wirklich an so ein Protokoll halten, dass du einigermaßen mit denen interagieren konntest. Ist bei Language Models natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ja, also die Sprachverständnis schon, aber dir Gedanken zu machen, sonst zeige ich alles im Crit, sonst habe ich immer alles vor der Nase, aber ich bin jetzt plötzlich, in irgendeiner Demo hattest du, glaube ich, auch eine Apple Watch, wo du dann irgendwas mal, da hast du ja kein User-Interface, wo du jetzt plötzlich dann eine Übersicht siehst, sondern das Ganze muss anders funktionieren und der Softwareentwickler muss natürlich auch anders denken. Also der kann gewisse Sachen vielleicht einfach per Audio wiederholen, damit ich das wieder präsent habe als User. Also das heißt, das Multimodale, wohin wir uns entwickeln, wir können tippen, wir können sprechen. Das bedeutet dann nochmal ein ganz anderes User-Erlebnis, aber auch anders mit dem User dann das Feedback zu geben. Ja, genau. Da kommen bestimmt in bestimmten Umgebungen das, was du auf der Nase hast. Also wir sehen ja gerade, dass es neue Google Glass Entwicklungen gibt. Also wer da die Google I.O. vor ein paar Wochen verfolgt hat, das war ja eine sensationell geile Demo. Das heißt also auch da werden wir AI-Unterstützung haben, sowohl im Input als auch im Output, also sprich im Feedback-System, sodass wir eben nicht nur textuell und nicht nur Audio, sondern eben auch visuell und vielleicht sogar haptisch über irgendwelche Aktoren dann neue User-Erlebnisse bauen können. Ja, sehr spannend.
Ähm, und was nutzt du jetzt konkret, um das umzusetzen? Hast du einfach eine Genau. API, wo du einen Prompt hinhaust oder wie? Also am Ende des Tages, ja, am Ende des Tages bauen wir oft so, du hast ein API, das baust halt, wie du es willst, ja, in ASP.NET Core oder in Java Spring XYZ, wie auch immer das heute gerade heißt, oder halt in Python Fast API, you name it. Und dahinter hast du eigentlich so eine Komponente, die dann quasi intelligent entscheidet, was dieser menschlich-sprachliche Input jetzt bedeutet. Könnte man jetzt bezeichnen als semantischen Router, Semantic Routing. Das heißt, da stelle ich dann über ein Embedding-Model fest, was ist jetzt der Intent, was ist sozusagen die Klassifizierung von dieser Frage oder von dieser Eingabe, um dann ganz klassisch in einen fachlichen Service oder in einen anderen fachlichen Service abzubiegen. So, diese fachlichen Services sind jetzt wieder Gen AI-enabled. Der eine fachliche Service kümmert sich zum Beispiel um das Suchen und Verstehen von Dokumenten, in Klammern RAG und Semantic Search. Der andere fachliche Service, oder Talk to Your Data, der andere fachliche Service spricht vielleicht mit einem oder mehreren APIs oder Tools, ja? Talk to Your Applications oder Talk to Your Systems, um dann eben wieder mit der LLM-Interaktion oder über die LLM-Interaktion dann eben eine Antwort zu bekommen. Und zwar immer eine strukturierte Antwort. Das ist ein Pattern, das wird bei uns in alle reingeprügelt. Die Interaktion mit dem LLM ist immer strukturiert, vor allem die Ausgabe. Weil eine unstrukturierte Ausgabe macht nicht Sinn. Selbst in einem RAG-Szenario brauche ich zur eigentlichen Antwort zu der Frage aus den Dokumenten mal Minimum die Liste an Quellen, wo das Language Model die eigentlichen Schnipsel, die Quellschnipsel gefunden hat. Das heißt also, ich habe immer eine Datenstruktur und wenn Language Models mit Datenstrukturen arbeiten können, fühlen sie sich wohler und neigen weniger zur Halluzination. Tatsächlich. Maschinenlesbar. Also Ja. wir haben dann Genau, einfach ein weil Sätze. wir wollen es ja dann weiter verarbeiten in dem verteilten System. Genau. Ja, super. Das heißt, wir definieren ein Routing, wie die Daten reinkommen. Oft hat man aber auch noch Guardrails, also wo man dann einfach sagt, nur da lang und nicht da lang. Ist hoffentlich sogar noch davor, also vor dem Routing, weil du willst ja zum Beispiel Prompt Injection willst du ja vorher schon weghaben. Das heißt also, diese Guards können vor dem Router sein, sie können optional nochmal nach dem Router sein, aber oftmals hast du sie auf jeden Fall dann auch auf dem Rückweg, um zu gucken, entspricht die Antwort meinen Qualitätsmaßstäben. Bei wirklich sensiblen Sachen kannst du dann sogar nochmal Output Guards haben, um zu verifizieren, ob das jetzt wirklich aus den Daten ist oder ob das Model nicht doch halluziniert hat. Ja, auch diese Möglichkeit gibt es ja. Genau. Ja, interessant. Du hast dann gesagt, das teilt sich dann auf in verschiedene Services. Jetzt komme ich in das nächste Hype-Thema, was sozusagen gerade durch die Bubble geht. Ich weiß, was kommt. Sind das jetzt diese Agents, von denen allen sprechen? Agents, genau. Ach Gott, so viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Wir sind eh schon lang unterwegs hier in dem Podcast, was übrigens total viel Spaß macht. Ja und nein. Also das Problem ist halt, jeder in der AI-Industrie sagt jetzt zu allem irgendwie Agent. Also selbst wenn ich nur einen einfachen Prozess habe, der einen LLM-Call macht, ist es jetzt ein Agent. Von mir aus. Ja, dann ist halt alles ein Agent, ist auch okay. Dann müssen wir uns aber nur unterhalten über welche anderen Formen von Interaktion gibt es denn noch. Ja, dann haben wir also einen Simple Agent, dann haben wir einen Agent-basierten Workflow, nennt man gerne auch Agentic Workflow dann. Ja, das ist ja dann das, was ich gerade im Kleinen beschrieben habe, kann ja dann sehr, sehr groß werden. Ja. Aus dem Routing können ja dann mehrere Abzweigungen kommen und dahinter können ja wieder mehrere Abzweigungen kommen und dann kommen die irgendwie wieder als Antwort zurück. Bis hin dann zu Agent-to-Agent-Kommunikation, bis hin zu vollautonomen Agents, die dann quasi von sich aus Dinge dann entscheiden, wie es weitergeht. Bei dem Simple Agent mit einem oder mehreren oder wenigen, ich sag mal, sequenziellen LLM-Calls ist es ja klar, da bin ich der Master of Disaster, mein Code bestimmt. Mein Code hat die Input, die Invariance,
bekommt am Ende dann den Output und validiert den und gibt ihn dann raus. Bei einem Workflow ist es so, es ist zwar komplexer, aber es ist ein Workflow. Das heißt, es ist statisch. Kann natürlich eine State Machine sein, kann irgendwie ein Flussdiagramm sein. Okay, aber ich entscheide immer noch, wie der Workflow ausschaut und wann er wie welchen Zweig und welche Abbiegung nimmt. Bei autonomen Agenten, AI-Agents, entscheiden die Modelle das. Das heißt also, die entscheiden dann quasi je nachdem, welcher Input kommt im Kontext und welche Liste von Tools stehen denn zur Verfügung für den jeweiligen Agent, dann entscheiden die, ob jetzt die Aufgabenstellung fertig ist und gelöst wurde oder ob man nochmal eine Runde drehen muss. Und dann kann es sein, du hast einen großen, allwissenden Agent oder du hast halt kleine, spezialisierte Agents, wie vielleicht in so einem Softwareentwicklungsteam, wo du dann halt einen PO hast, dann hast du halt einen Architekt, dann hast du halt einen Senior Dev und einen Junior Dev, dann hast du einen Tester, dann hast du einen Doc-Schreiber und so weiter und so fort. Und dann könnte man das quasi so als Agent-Network bauen und könnte es komplett autonom bauen. Aber da, glaube ich, sind wir aktuell noch nicht angekommen, um wirklich autonome Agents reliable und zuverlässig bauen zu können. Das heißt, die Technologie ist schon da, aber die Qualität einfach der Ergebnisse. Genau, ich glaube, die Modelle sind dafür momentan noch nicht wirklich gut genug. Und ich glaube, und jetzt schließt sich ein anderer Kreis wieder, weil ich bin vorhin extra ja nicht auf die Frage eingegangen, wann wählst du welche Modelle, wann große und wann kleine. Ich glaube zum Beispiel bei Agents, auf dem Weg hin zu autonomen Agents werden wir sehen, dass wir kleine, hochspezialisierte, feingetunte Modelle haben werden, die sehr, sehr, sehr genau wissen und sehr, sehr, sehr dediziert und spezialisiert abgestimmt sind und optimiert sind auf diesen einen Agent. So. Und dann können wir davon wieder mehrere haben. So der Linux-Ansatz, do one job and do it well. Und davon dann ganz viele kleine zu haben, die dann orchestriert werden können. Genau. Ja, Wahnsinn. Genau. Aber da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen davon entfernt. Ich weiß, da scheiden sich auch die Geister. Also wirklich, es gibt Experten in meiner Community, die sagen, das geht alles heute schon, aber ich experimentiere wirklich viel damit rum. Und jenseits der Hello World Beispiele und der SDK Beispiele, wo dann halt so eine simulierte Reise oder eine Travel Planning gemacht wird. Ja, also da sind wir, glaube ich, von realistischen Anwendungsfällen echt noch weit entfernt. Das ist quasi... Und das kommt noch dazu, wir suchen ganz oft nach Agentic Use Cases, aber die Welt funktioniert aktuell ja noch anders. Die Welt, vor allem die Business-Welt, funktioniert ja in Prozessen und in Workflows. Deswegen sind Agentic Workflows super geil, weil selbst wenn du das Wort Agentic weglässt, es sind immer noch Workflows und das versteht jeder, das kennt jeder, damit kann jeder umgehen und dann streust du noch ein bisschen LLM, SLM, Embeddings und ein bisschen Semantic Memory und Semantic Routing drüber und dann Hammers. Dann haben wir die. Perfekt. Ja, aber das ist eine gute Überleitung. Use Cases. Was siehst du denn mit den Firmen, mit denen du zusammenarbeitest? Also oft Document Control, also Talk to Your Documents. Ich sehe sehr viele Chatbots, die dann interagieren. Ich habe auch schon mit anderen Beratungsfirmen gesprochen, die sagen, es gibt ganz, ganz viele Ideen, die meist ähnlich sind, aber dann landen auch nur 20% in Produktion. Was merkst du denn so in deinem Alltag? Wie stehen wir denn dort? Was für interessante Use Cases siehst du? Also ich könnte jetzt ganz viel rumbullshitten, aber am Ende des Tages ist das allermeiste einfach noch RAG. Das ist einfach so. Weil es halt low-hanging ist und weil es auch am einfachsten zu verstehen ist und weil es auch einen unmittelbaren Mehrwert liefern kann. Ob das jetzt innerhalb von einem Chatbot ist oder ob das in die Anwendung integriert ist, das ist das viel Interessantere. Wir sprechen vielleicht nicht über irgendwelche abgedrehten neue Use Cases, sondern wie kann ich denn diese Gen AI enabled Use Cases, also Talk to Your Data, Talk to Your System, Semantic Routing, Real-Time Interactions, also über multimodale Real-Time Modelle, wie kann ich die sinnvoll in eine Software einbauen, damit sie einen Mehrwert für den Benutzer von der Software hat. Ne? Thema UX wieder auf einmal. Das heißt also, da
kreuzt sich und da geben sich wirklich diese Gen AI-Themen und die UX-Themen da wirklich wieder die Hand. Wir sehen einiges an POCs zum Ausprobieren, wohin könnten Agents gehen, ja, also sowohl Agentic Workflow als auch dann wirklich autonomous oder halbautonome Agenten und ein Pattern oder ein Use Case oder Pattern, was immer wieder hochkommt, was unabdingbar ist Human in the Loop. Sprich, der Mensch ist da im Sinne von Trust but Verify. Also Vertrauen, aber bitte überprüfen. Ne? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich glaube, so heißt es auf Deutsch. Dass man quasi in diese Interaktionen immer Minimum mal die eigentliche Quelle noch mit reingibt aus dem Ergebnis, was so ein Language Model dir gibt. Ja, ob das jetzt aus dem RAG-System kommt, dann brauchst du halt irgendwie das Dokument und die Seite und am besten noch den Absatz oder sowas. Oder es kommt dann aus dem Tool. Ja, da musst du halt wissen, aus welchem Tool oder aus welchem System kam das denn dann. Ja? Am besten mit dem Link, dass du es dann nochmal verifizieren kannst, um zu gucken, ja genau, okay, das kommt da und daher, passt. Oder wenn du quasi Workflows hast, ich meine, du hast einen komplexen Workflow und ich habe es ja vorhin gesagt, die Workflows in der echten Welt sind ja immer mit Menschen verbunden, mit mehreren Menschen auf unterschiedlichen Ebenen, mit unterschiedlichen Zuständigkeiten und unterschiedlichen Rechten oder Berechtigungen. Ja, das musst du natürlich auch in diese Agentic Workflows irgendwie mit reinbringen. Das heißt also, Human in the Loop ist extrem, extrem zentral. Ja, echt spannend. Ich hoffe persönlich, also ich sehe ganz viele neue Applikationen, die einfach ein Chatfenster drin haben und ich hoffe nicht, dass das Chat-Modell das neue UI der Zukunft wird, weil ich glaube, Chat ist für eine bestimmte Art der Kommunikation gut. Wer verliert irgendwann den Kontext und dann sollte man es nicht nutzen. Also mein Wunsch wäre, das, was du geschildert hast, richtig eingebettet in die Applikation noch ein bisschen intelligenter machen. Ich glaube, es gibt alles Mögliche. Ich glaube, es gibt das, was wir gerade beschrieben haben, plus es gibt aber auch etwas, wo du dann quasi in deinem, ich nenne es jetzt mal Enterprise Messaging System bist, also in Microsoft Teams oder in Slack oder in Discord oder sonst was. Und da ist ja Chat das dominante Interaktionspattern. Und wenn du da hinten dran wieder so einen AI-enabled Endpoint hängst, ist ja alles okay. Wichtig ist ja nur die Basisarchitektur dahinter. Das heißt also, du hast immer so einen API-Endpunkt, dahinter ist Guarding, dahinter ist Routing und dann geht es in deine fachlichen Systeme, wo du dann mit AI arbeitest oder eben ohne AI arbeitest. Und vorne dran kannst du dann einen Slack-Bot, einen Teams-Bot, einen WhatsApp-Bot hängen, du kannst eine PWA hängen, du kannst eine Desktop-Anwendung hängen oder du kannst eine Watch-App hängen, weil am Ende des Tages geht immer String rein und String raus. Oder halt eine abgewandelte, strukturierte Form von Ausgabe mit Ergebnis plus irgendwie Liste von Quellen, erkannte Sprache oder wie auch immer. Also menschliche Sprache rein und eine Datenstruktur raus mit dem menschlichen Sprachergebnis da drinnen, um es dann wieder in dem jeweiligen Client dann halt zu verarbeiten. Spannend, also ich merke immer mehr, du denkst multimodal, also es sind unterschiedliche Clients, verteilte Systeme. Du hast jetzt gesagt, der Mensch muss in der Loop sein. Diese Technologie macht auch was mit den Menschen. Wie verändert sich dadurch der Job? Du sprichst sehr oft mit ISVs, die dann halt auch selbst als Aufgabe haben, Software zu entwickeln oder Architektur zu betreiben. Wie siehst du heute schon diese Veränderungen, die KI mit reinbringt? Ist das doch eine Sache, die im Experimentierstatus ist oder verändert das schon wirklich Arten, wie Entwickler oder Architekten arbeiten aus deiner Sicht? Aus der Entwicklersicht sieht man auf der einen Seite noch ein bisschen Scheu, mit den Gen AI Assisted Tools zu arbeiten. Auf der anderen Seite dann aber auch sind die Tools noch nicht intuitiv genug. Also ich hatte gestern erst einen Call mit einem Kunden, der dann berichtet, ja, unsere Leute haben sich jetzt GitHub Copilot angeguckt und es funktioniert überhaupt nicht, so wie sie sich das vorstellen. Was natürlich schade ist, weil wenn ich schon so einen Universal Interface Ansatz auch in der IDE habe, dann sollte das vielleicht ein bisschen interaktiver, also A, intuitiver und B, dann interaktiver möglich sein, um sich dann heranzuroppen an die Lösung, die man eigentlich will. Und das ist halt, ja, teilweise noch nicht wirklich möglich. Sprich, da gibt's dann auch noch ein paar Hürden, die wir vielleicht noch technisch und technologisch, aber eben auch wieder von der User Experience in den Entwicklungsumgebungen nehmen müssen. Und ansonsten
wenn ich jetzt außerhalb der Entwickler gucke, sondern bei unseren Kunden, die dann quasi ja selber Software bauen, die sie ja dann wieder entweder intern zur Verfügung stellen oder dann an die Endanwender verkaufen, da gibt's ganz, ganz viele Ideen. Also A, gibt's natürlich das FOMO, ja, also Fear of Missing Out. Die ganze Welt spricht davon und wir haben keinen Plan und schon ganz klar keine Lösung dafür. Das heißt also, den gibt's natürlich. Dann gibt's diejenigen, die ganz, ganz viele Ideen haben, aber nicht wissen, wie sie es angehen sollen. Dann gibt's die halt eben sagen, ja, okay, ich habe da schon mal rumgespielt, weil am Ende des Tages kannst du ja mit so einem OpenAI API Playground und ein bisschen Prompting kannst du ja schon viele Sachen einfach mal schon mal ausprobieren. Inklusive RAG musst du halt händisch ein bisschen copy and pasten, beziehungsweise auch Tool-Calling, da kannst du ja auch experimentieren. Wissen dann aber nicht, wie sie es jetzt dann quasi end-to-end in ihre Lösung reinbringen, weil es ist ja dann kein Greenfield, es ist ja nicht neu, sondern es ist ja Brownfield. Es existieren Anwendungen, es existieren Clients, es existieren APIs, es existieren Dateien und Dokumente, es existieren Datenbanken. Wie kommt das dann da rein? Und da ist dann halt entsprechend hoher technischer Beratungsbedarf, um dann all diese Fragezeichen und Baustellen dann halt auflösen zu können. Ja, sehr gut. Und da kommt ihr dann natürlich ins Spiel mit ThinkTecture, mit eurem Angebot. Wir haben jetzt schon auf den Namen fallen gelassen. Was macht ihr denn bei ThinkTecture genau? Wie viele Leute seid ihr? Und wenn ich jetzt FOMO habe und unbedingt in das Thema einsteigen will, wo treffe ich euch? Also wir sind ein kleines Team von hochspezialisierten Software-Engineers, die geil sind, sich in neue Technologien einzuarbeiten und die dann aber auch realistisch zu betrachten und sie dann aber auch wirklich tieftechnisch zu verstehen, um sie dann optimal anwenden zu können. Sprich, wir sind jetzt demnächst 20, also es kommen noch 2 neue jetzt in dem Jahr dazu. Wir sind 20 Leute, machen technisches Consulting, wie ich immer sage, wir kommen nicht mit Anzug und Schlips und vielen Folien, sondern wir kommen in Jeans und Hemd und Visual Studio offen, um eben dann mit unseren Kunden zusammen zu erörtern und zu erarbeiten, was sie brauchen. Weil die Kunden kommen zu uns, weil sie uns irgendwo gesehen haben. Das ist wieder dieses Sichtbarkeitsthema. Ja? Das ist halt extrem wichtig bei uns, also Visibility. Rausgehen und eine Expertise sharen. Konferenzen, Meetups, eigene Webinare, früher Bücher tatsächlich, früher Fachmagazine, früher Blogposts. Und dann kommen die Kunden, denken, ja genau, das ist das Thema, was ich brauche. Dann kommen wir dahin und dann merkt man, ja, das ist durchaus auch ein Teil des Problems, aber das Problem ist ein bisschen mehr. Es ist nicht einfach nur eine Rose, sondern es ist ein ganzer Blumenstrauß an Themen, die wir eigentlich hier haben. Und dann versuchen wir halt mit dem Kunden das quasi zusammen zu erarbeiten. Immer hands-on, so weit wie es halt irgendwie geht und Sinn macht, um dann eine praktische und eine pragmatische Lösung zu finden. Sehr cool. Wenn man mit dir spricht, man merkt, bei euch ist bestimmt eine super Kultur auch, also so, gerade so hands-on, das, was du am Anfang gesagt hast, hier, ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Was braucht es denn aus deiner Sicht, ein ThinkTecturer zu werden, sozusagen? Wie wählst du das aus? Das Wort heißt übrigens ThinkTect. Okay, sorry. Was braucht es, um ein ThinkTect zu werden bei euch? Wie wählst du das aus? Auf was schaust du, um in dieses Team reinzupassen? Ich wähle gar nicht mehr aus, das ist auch gut so, weil ich dann teilweise zu biased war, wenn Leute dann kamen und sich dann beworben haben. Also wir haben den ganz normalen den ganz normalen Bewerbungsprozess, der ist halt sehr, sehr flach. Aber wir schauen, dass es natürlich ein offener Mensch ist, ein kommunikativer Mensch ist und dass er sich schön technologisch ausdrücken kann, dass es sehr schnell geht, neue Konzepte auch zu ergreifen, zu begreifen, sie dann auch zu lernen und dann auch umzusetzen. Und das allererste, ich glaube, im ersten Call macht es mittlerweile mein Kollege oder spätestens im zweiten Call ist Entwicklungsumgebung auf und ran an die Tasten. Programming mit euch zusammen oder Live-Calling? Ja, also
Spätestens dann, wenn du eingeladen wirst zum Vorstellungsgespräch nach Karlsruhe ins Office, das ist den ganzen Tag nur Coden und interaktiv quasi dann Software-Engineering-Themen besprechen, Software-Architektur, so Consulting-Situationen dann entsprechend simulieren und so. Und halt gucken wir, dass du halt weißt, wovon du sprichst. Du hast gesagt, du wählst selbst nicht mehr aus. Macht ihr das zur Teamentscheidung? Also sitzen dann da crossfunktional mehrere Leute, die dann einfach ihr Voting geben? Genau so ist es, ja. Genau. Also angefangen von, wir haben immer ein Problem mit so Titeln und mit so Abteilungsnamen, weil das sind sowieso Schall und Rauch. Also es ist ein nicht so technischer Kollege dabei, der sich sehr, sehr stark aber um den Kundenkontakt, um die Kundenverbindungen kümmert. Dann ist eine Kollegin dabei aus dem Backoffice, die das Ganze zusammenhält quasi. Und dann sind natürlich meistens 2 Techniker noch dabei. Einer für die Basistechnologie und einer dann für den Gen-AI-Aspekt. Mhm. Und wir entscheiden das dann im Team. Ja. Und wie wichtig ist für dich die Cross-Funktionalität bei demjenigen, der zu dir kommt? Also, weil ihr seid ja schon hochspezialisiert auch unterwegs. Ja, je nach Rolle auch, ja. Also ob das jetzt also wir haben nur 3 Rollen, die wir bezeichnen. Das ist Developer, Architect und Consultant. Sind aber natürlich am Ende des Tages Bänder, also Erfahrungsbänder. Also der Dev geht von hier bis hier und dann fängt der Arc hier an, ist aber noch in dem Dev-Band, aber geht dann bis hier und dann fängt der Consultant hier an, ist noch im Arc-Band, aber geht irgendwie dann hier so nach oben. Und je nachdem, wie sich die Gegenseite der Bewerber dann halt entsprechend gibt, welche Vorstellungen er oder sie dann halt auch hat und was wir dann aber intern auch brauchen, versuchen wir das dann halt entsprechend zu matchen. Sehr cool. Also, da gibt es keine feste Tabelle oder Matrix oder sowas. Ich glaube, die Kultur, das hat man auch den ganzen Podcast über gemerkt, dass ihr sehr pragmatisch dort unterwegs sind und die Hierarchie eigentlich zweitrangig ist. Genau. Jetzt habe ich dich bei irgendeiner Konferenz gesehen oder ich habe den Podcast gehört und weiß jetzt, der Christian hat ein extremes Expertenwissen dort aufgebaut und ich rufe bei euch an, ich bekomme jetzt einen anderen Consultant. Wie verteilt ihr sozusagen euer Wissen intern? Also du bist ja im Moment sehr tief drin, du hast dir Zeit genommen, tief auch in dieses Thema einzutauchen. Und wie verteilt ihr in dem Team, die natürlich auch einen Daily Job haben, die da mit Sicherheit nicht so viel Zeit haben, so in der Tiefe zu gehen, wie sichert ihr das sozusagen, dass das Wissen, was einzelne Leute jetzt haben, verteilt werden im Team, obwohl die sternförmig unterwegs sind bei Kunden? Das ist auch mal eine spannende Frage. Also in unserer, ich glaube, es heißt Gleitkultur jetzt auf Neudeutsch, ist Research ein ganz wichtiges Standbein. Das heißt, wir haben 25 plus 25 Tage Research pro Experte im Jahr. Die 25 sind zur freien Verfügung und 25 sind dann, ich sag mal, taktisch, strategisch gebunden. Am liebsten ist es mir, dass wir immer alles, was wir researchen als Ergebnis, öffentlich machen, weil öffentlich schlägt ja 2 Fliegen mit einer Klappe. Es ist sichtbar und jeder von uns kann das auch angucken und sich damit auseinandersetzen. Ne? Dafür gibt's ja dann die entsprechende Research-Zeiten. Dann haben wir natürlich noch interne Zirkel. Ja, das eine nennen wir TEA, das ist Think Texture Exchange After the Weekend. Irgendwelche Akronyme braucht man ja heutzutage. Das sind dann so knackige 20 Minuten Talks, meistens zu technischen Themen, aber eben auch zu internen Themen. Ja? Das heißt, da können auch die Kollegen und Kolleginnen aus den nicht technischen oder aus den Backoffice-Bereich dann ihre Erfahrungen, ihre Ideen, Pläne und ihr aktuelles Research dann zum Besten geben. Und für etwas längere und etwas technisch detailliertere Sachen haben wir dann noch den T5. Also TT teaches TT, Think Texture teaches Think Texture. Noch so ein geiles Akronym, wo man dann halt quasi intern ohne Netz und doppelten Boden, ohne PowerPoint, sondern direkt rein in die IDE. Wenn es früher was zu Angular war, zu .NET war, zu Identity, zu Azure, dann rein. Jetzt sind es halt immer mehr und immer vermehrt halt irgendwelche Gen AI-related Themen. Und ansonsten halt einfach ganz viel und ganz oft
miteinander sich austauschen. Viele organisieren sich dann auch innerhalb der Projektteams dann quasi über den Zoom-Call und hängen den ganzen Tag in einem Zoom-Call, obwohl sie eigentlich an unterschiedlichen Teilen vom Projekt arbeiten, aber können sich dann so immer sehr, sehr schnell und über kurze Strecken dann eben austauschen und dann sprechen die über Frontend-Architekturen, über irgendwelche Patterns, wie macht man das dann? Das muss offline first funktionieren. Ja, hier im Backend, da haben sie das in Azure und so. Also das ist auch Teil der Kultur. Also jetzt nicht irgendwie im stillen Kämmerlein, im Dunkeln mit der Scheuklappe und der Cappy und ja, so. Nee, da kommt man bei uns nicht wirklich weiter. 9 Uhr reinschleichen und um 5 Uhr schnell wieder raus. Ja, das ist schwierig. Ja, stilles Kämmerlein, Zoom-Calls. Habt ihr eine Remote-First-Kultur? Seid ihr remote? Seid ihr alle vor Ort? Also wir sind auf jeden Fall remote. Ich habe immer ein bisschen ein Problem damit zu verstehen oder zu definieren, was Remote First heißt. Und durch Covid hat sich sowieso nochmal alles geändert. Das müssen wir jetzt hier nicht nochmal warm machen. Aber wir arbeiten meistens aus dem Homeoffice. Wir haben ein Vor-Ort-Office in Karlsruhe, wo wir dann alle 5 bis 6 Wochen rum uns treffen. Das ist dann der sogenannte, Vorsicht, nächste Akronym, MEETOD, Meet in the Office Days. Wer dann also kann und Lust hat, kommt dann halt nach Karlsruhe und da sind wir dann 2, manchmal 3 Tage dann zusammen, meistens komplett ohne Zwang, essen dann aber zusammen, gehen abends nochmal irgendwo hin, machen irgendwie Bowling-Events, Darts oder irgendwie was anderes. Ich glaube, sie hatten sogar irgendwie mal ein Escape Room gemacht, da war ich auch gar nicht dabei. Also ja, so Sachen dann halt, wo man sich dann auch ein bisschen mehr wieder wie ein Team fühlt, weil ansonsten sind wir natürlich durch unsere starke persönliche Expertise natürlich auch schon sehr, sehr stark individuell ausgeprägt und geprägt. Haben aber natürlich schon Teams bei den Kunden in den jeweiligen Projekten. Aber wir sitzen, wie gesagt, die meiste Zeit im Homeoffice oder dann eben ab und zu mal in Karlsruhe oder dann halt, wenn es Sinn macht, fahren wir dann auch zum Kunden für Workshops, für Initialworkshops, für Meilenstein-Workshops, für Abschlusspräsentationen oder einfach, um wieder mal sich zu sehen und nicht nur auf der flachen Bildschirmscheibe. Per Mattscheibe. Ja, ich glaube, das ist super schwierig, gerade wenn man viel bei dem Kunden dann auch ist, trotzdem eine Teamkultur aufzubauen und zu erhalten. Aber für mich hört sich das auf jeden Fall sehr, sehr cool an, was ihr so macht und vor allem, wie ihr euch aufstellt. Ich glaube, das Thema AI habt ihr voll mit eingebaut. Also alle, die jetzt in dem Thema sind und Hilfe suchen, könnt euch gerne an Christian wenden. Zu dem Stichwort, wo kann man dich... Soll aber hier nicht zur Werbeveranstaltung werden, ne? Das ist ja nur, genau, nur ein Podcast. Nur unter uns eigentlich, genau. Und nebenfalls. Aber wenn man dich erreichen will zu deiner Expertise oder wie auch immer, wo findet man dich in welchen sozialen Medien? Soziale Medien. Oder also, wie kann am meisten findet man mich auf Konferenzen. Weil da kann man dann auch direkt mit mir vor dem Talk, während dem Talk nicht so gern, oder nach dem Talk stundenlang auch reden. Hatte ich erst letzte Woche, war super tolles Erlebnis wieder. Ich hatte einen Talk in den Abendstunden, also Abendstunden heißt, der war um 18 Uhr fertig und um 19 Uhr ging dann das offizielle Abendevent los von der Konferenz. Das war natürlich perfekt, weil mein Thema war noch super präsent und dann hat man sich halt super gut mit den Leuten dann unterhalten können. Nachteil war nur, ich kam überhaupt nicht zum Essen, weil halt so viele Fragen und Ideen kamen zu den ganzen Gen-AI-Themen, über die es da ging. Ansonsten versuche ich einiges auf LinkedIn zu platzieren und auch zu kommentieren, auch wieder mit dem Hashtag No Bullshit und Hashtag Pragmatic Approach Gedanken. Ansonsten, X ist ja heutzutage nichts mehr und ansonsten haben wir, glaube ich, Blue Sky ist zwar eine nette Idee, aber funktioniert nicht, weil keiner dort ist und vor allem keiner was postet dort. Das heißt also, Social Media dreht sich wahrscheinlich alles rund um LinkedIn mittlerweile. Alles klar. Ich werde auf jeden Fall die Webseite noch, deine E-Mail-Adresse eventuell oder deinen LinkedIn-Kontakt in die Showcodes mit aufnehmen. Christian, natürlich.
1,5 Stunden haben wir jetzt geredet. Ja, Alter, wer hört sich das an? Das frage ich mich. Ich hätte ab der Viertelstunde aufgehört oder abgeschaltet. Ich bin gespannt, wie viel. Siehst du das dann später in der Statistik, wer wirklich durchhört? Ja, wir können mal reingucken, genau. Also ich fand es persönlich sehr spannend. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ohne Ende. Die Zeit ist super, wie im Flug sozusagen vergangen. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Und immer gerne, immer gerne. An alle anderen, danke, dass ihr zugehört habt. Hoffentlich bis zum Schluss. Schreibt es vielleicht mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ciao. Danke euch, ciao.